came from the mud. There's dirt on my hands. Try to catch me howling at the moon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Haustour hier im Format zu Gast. Wir gehen und wir stehen heute in Wien im 10. Bezirk und hinter mir eine Luxusvilla, ein Niedrigenergiehaus, das von Lifestyle Properties zum Verkauf steht. 3.950.000 Euro wechseln dem Besitzer in dem Fall auf 1.162 Quadratmeter Grundstücksfläche. Haben wir 3 Geschosse und die Geschosse beinhalten 376 Quadratmeter Wohnfläche. Inklusive 5 Zimmer, 4 Bäder, einen Wellnessbereich im Untergeschoss mit der finnischen Sauna und mit einem Dampfbad. Hier im Außenbereich hinterm Haus 860 Quadratmeter Garten. Neben mir ein Outdoor-Pool und rechts neben euch, dann werdet ihr später sehen, einen Teich mit den hauseigenen Koi-Karpfen. Vor uns ist jetzt hier der Outdoor Pool. Wir haben hier einen Edelstahl-Überlaufpool und zwar mit 9 Metern Länge, 3 Meter Breite. Und hinter mir sieht man auch zu ihrer Linken hier die Outdoor-Regendusche und den Gartenverlauf nochmal in die Seite. Der zieht sich auch nochmal ein bisschen hier nach rechts rüber, schön angelegt, überall auch mit den Randsteinen. Wie gesagt 860 Quadratmeter Gartenfläche. Und neben diesem Pool, hier zu eurer Linken in dem Fall, beginnt hier schon der Teich, der Koi-Teich. Ist hier abgesperrt worden und es ist auch nochmal eine Brücke angelegt worden mit einem guten Koi-Karpfenbestand. Das alles inmitten von einem asiatisch angelegten Garten. Und die Terrassierung, die beginnt hier rund um den Pool und wenn wir uns ein bisschen weiter herbewegen bis zur ersten großen Liegefläche hier mit 2 Liegeflächen von Dedon. Dahinter sieht man schon die große Glasfront. In doppelter Ausführung ein riesengroßes Schiebeelement. Teilweise sind die Fenster hier im Haus 6-fach verglast und auf der Außenseite allesamt komplett verspiegelt. Nicht mal, wenn man wollen würde, könnte man reinschauen, weder auf der Seite noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier dahinter ist der Wohnbereich und was man auch sehr gut sehen kann hier, ist der grundsätzliche Aufbau. Wir haben 2 Würfel nebeneinander stehen. Architektonisch gestaltet wird das Haus vor allem durch die vorgebauten Balkone, die immer einen anderen Zweck haben. In dem Fall ist es der Balkon vom Master Bedroom darüber, der hier die Überdachung des Terrassenbereiches hier bildet. Wir haben natürlich überall Überwachungskameras, eines der sichersten Häuser, die wir je gesehen haben. Gleichzeitig haben wir hier auch überall noch Spots, wie man gut sehen kann. Und es ist sogar am Terrassenbereich eine Bose Soundanlage verbaut, wie auch in den anderen Räumen des Hauses. Aber ich würde sagen, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter und wir schauen einfach einen Sprung rein. Hereinspaziert in den Wohn-Essbereich. Vor allem hier mal der Essbereich. Eine Esstafel angerichtet für 12 Personen, gut belichtet. Wir haben hier eine abgehängte Decke mit Spots, wie man sehen kann, jeden Meter. Gleichzeitig natürlich lichtdurchflutet, allein durch die Glasfront zu eurer Linken, die hier raus auf den Terrassenbereich öffnet. Auch hinter euch nochmal. Der Boden ist hier in riesengroßen, überdimensionalen weißen Fliesen gestaltet worden und der öffnet hier den Bereich in das Wohn-Ess-Erlebnis, Koch-Ess-Erlebnis. Die Kücheninsel hier in dem Fall üppigst ausgefallen mit 3 Tresenplätzen und man kann schon sagen, das ist wirklich hier die Ausstattung für einen Profikoch. Wir haben hier einen Gasgrill von Miele, daneben einen Wokgrill, ebenso von Miele, hinter mir die Geräte haben wir den Dampfgarer. Wir haben ein Backrohr, wir haben eine Kaffeemaschine, allesamt von Miele, sehr, sehr edel und hochglanz gehalten. Und dieser Block, bzw. dieses Areal hinter mir, kann man entweder hier zu eurer Linken rausgehen bis zum Eingangsbereich, ebenso lichtdurchflutet, oder zu eurer Rechten
und dann kann man hier nochmal rundherum, auch unter anderem zum Gäste-WC. Aber ich würde sagen, wir drehen uns jetzt als allererstes mal hier in die Seite. Hier haben wir das offene Stiegenhaus, dadurch, dass alles mit Glas gehalten worden ist, auch mit den Regalen, damit sie die Sicht natürlich nicht irgendwie verdecken. Und dann kommen wir hier zu dem angesprochenen architektonischen Segment hier in der Mitte, die eigentlich die beiden Körper verbindet. Wir haben hier eine raumhohe Glasfront, wie gesagt auf der Außenseite verspiegelt, die ab der Decke dann wieder übergeht in eine Glasfläche, die an der Decke sich wieder bis zum anderen Seite des Hauses zieht und beim Eingang wieder nach unten. Das Mittelstück ist also hier die lichtdurchflutete, durch das Deckenlicht, die Treppe in der Mitte. Zu eurer Seite, wo ihr jetzt steht, sind wir im Wohnbereich. Der Wohnbereich wird, ihr habt es vorher wahrscheinlich schon ein bisschen gesehen, wird geprägt, auch hier durch die Feuerstelle. Alles in weiß gehalten und dann haben wir hier einen Gaskamin. Der zieht sich hier, der Rauchfang zieht sich hier hoch. Oben auf der Außenseite kann man es sehen, da ist oben der Rauchfang. Und dann haben wir hier den Übergang das erste Mal auf den gemütlicheren Bereich hier in Holz gehalten. Hinter mir haben wir den Couchbereich. Wie man gut sehen kann, ist dahinter alles Glas. Man sieht auch hier zur Küche, auch zum Essbereich raus. Und es sind überall auch wieder die Spots verbaut. Links und rechts hinten sieht man das Bose-System. Wieder die abgehängte Decke mit der indirekten Beleuchtung und dahinter auch die Belüftung. Es ist natürlich auch das gesamte Haus gekühlt belüftet. Und natürlich einen XXL großen Fernseher an der Stelle mit einer Fernsehwand darunter. Das ist hier der Wohnbereich, der gemütliche, wo jeder eigentlich zusammenkommt vom Haus. Der obere Bereich ist exklusiv aufgehalten worden und zwar für die Schlafzimmer. An der Zahl insgesamt 3, wobei wir hier von riesigen Schlafzimmern mit einem Bad en suite sprechen müssen. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Ich darf euch begrüßen, wir stehen jetzt direkt hier im Badezimmer. Auch wieder der Boden gleich wie im gesamten oberen Stockwerk. Hier dieser Holzboden mit den weißen Streifen, die jede einzelne Diele so 10 cm Abstand wieder unterteilen. Verdeutlicht nochmal die Länge auch hier vom Raum. Und links davon seht ihr hier eine riesengroße Regendusche. Riesengroß. Hier mit einem rosanen Boden an der Stelle. Der Eigentümer, der zukünftige, kann es natürlich auch ändern, wenn er andere Farben möchte. Aber das wirft dann auch den Blick weiter. Das ist nämlich hier eine Glaswand. Und zwar hier in den Waschtischbereich. Mit der freistehenden Badewanne hier zu dieser Seite mit Whirlpool-Funktion. Daneben nochmal eine Tür mit einem Wasserklosett. Und darüber seht ihr den richtig schönen Deckenhimmel. Wieder eine abgehängte Decke, auf der Seite überall beleuchtet. Und das erinnert fast ein bisschen an Rolls-Royce, wie ich finde. Wieder mit den Dornprachtelementen hier drinnen. Alles wirklich in Hochglanz gehalten. Kombination mit den Spiegelelementen hier vorne. Zusätzlich zum Spiegel. Und dieser Bereich lässt sich wie auch unten die Küche von beiden Seiten umkreisen. Denn dahinter ist das Doppelbett. Ein riesengroßes weißes Doppelbett mit einem Ausblick, wenn man hier den Fernseher zum Beispiel wegräumen möchte, entweder auf den Fernseher oder eben ohne Fernseher auf die Aussicht. Denn von hier kommt man auf den von unten angesprochenen Balkon. Der Balkon, der nochmal nach vorne ragt, ebenso wieder überdacht ist und einen wunderschönen Blick nach unten ermöglicht. Ebenso auf den Pool, aber natürlich auch auf den Keuteich und den Garten dann Richtung Westen quasi. Das Spannende hierbei, das ist noch nicht alles. Dieser Raum ist eine Ankleide. Man könnte hier auch gut und gerne nochmal einen Tisch in die Mitte stellen für Uhren, für Krawatten. Hier von diesem Schlafzimmer, aber auch das Schlafzimmer links daneben ist komplett verspiegelt. Nur sieht man hier raus wie bei einem normalen Fenster. Von außen keine Chance, dass man hier reinzieht. Das zweite Schlafzimmer ist hinter euch. Ist wieder Master Bedroom mit einer Ausrichtung Richtung Süden zum Pool. Wieder mit einem Bad en suite. Wieder mit einem Balkon, in dem Fall ein bisschen kleiner als wie beim Master Bedroom. Richtig schön ist aber auch der untere Stockwerk, denn da finden wir dann den Wellnessbereich. Ich darf euch begrüßen im unter anderem Wellnessbereich. In dem Fall ist es als Hobbyraum, als Multifunktionsareal ein bisschen genutzt.
Man sieht, es ist wieder super beleuchtet, wieder die Spots an der Decke, abgehängt, auch ringsherum das Deckenlicht und auch hier an der Wand, am Fuße der Wand, sagen wir mal so, überall durchgezogen mit den LED-Streifen. Hier haben wir ein Gemälde, eine Couch, wie ihr sehen könnt, und einen riesengroßen Fernseher. Also mehr oder weniger Hobbyraum ist es hier geworden. Daneben nochmal ein Billardtisch, kann aber alles sein, was man will, vor allem ein Wellnessbereich. Denn wir haben hier zu eurer Linken eine ausgewachsene große Dusche, wie wir sie auch vom Master Bedroom kennen. Hier in einem schönen Kirschrot gehalten, auch wieder mit viel Glas. Daneben haben wir hier die Dampfsauna, auch wieder in Rot gehalten, sehr, sehr edel, wieder mit den Deckenlichtern. Und wieder daneben die finnische Sauna, ausgewachsen und gut und gerne allesamt für 6 Personen entspannt zu benutzen. Das Gute hierbei, es ist auch nochmal eine Toilette mit einem Pissoir, mit einem Waschbecken hier untergebracht. Und ein zusätzlicher Raum, der ist hinter euch, da ist die Tür. Der Raum ist derzeit unbenutzt, hat noch keinen ausgesuchten Zweck gefunden. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie es ihr einrichten würdet. Er ist super beleuchtet, ähnlich wie auch hier wieder. Und die anderen Räume hier unten sind entweder Hauswirtschaftsraum, Technikraum oder generell der Pooltechnikraum. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit der Immobilientour. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wenn ihr irgendwelche Informationen haben wollt noch zusätzlich zur Immobilie, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Bei Interesse auch gerne eine E-Mail an office@castlemedia.com. Und wenn ihr jetzt schon sehnsüchtig das nächste Video erwartet, dann klickt entweder hier oder hier, das sind die beiden letzten Folgen, oder nächste Woche wieder am Freitag um 20 Uhr. Bis dahin, macht's es gut und Servus.